Darmstadt gegen Köln eröffnet nicht nur den 13. Spieltag, sondern auch den letzten Monat. Es wird knackig kalt in den Stadien. Der Dezember ist angebrochen, Adventszeit und Weihnachten. Ein Trubel findet jetzt wieder statt. Naja, wir gucken mal, was für ein Trubel auf den Plätzen stattfindet. Darmstadt gegen Köln ist halt ein Abstiegsduell. Stand jetzt, ja, Köln steht wirklich mit mehreren Rücken zur Wand. Keine Ahnung, wann die wieder mal gewinnen wollen. Vielleicht ja in Darmstadt. Ich tippe nämlich mal ein knappes 2:1, weil ich glaube, Darmstadt scheint mir zu Hause ein bisschen stabiler zu sein als auswärts. Sie brauchen auch mal wieder einen Sieg, aber die Kölner umso mehr. Und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht die Kölner in Darmstadt mal wieder gewinnen und sich eventuell so ein bisschen Luft verschaffen. Hört sich blöd an, aber schauen wir mal, was wird. Am Samstag ist dann unter anderem Bayern zu Hause gegen Union Berlin mit einer 18er Quote. Union Berlin ist aber mit neuem Trainer. Ihr wisst, neuer Trainer und Effekt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass dieses Gesetz in diesem Spiel mal aussetzen wird, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Union bei den Bayern irgendwas holt. Aber vielleicht ausgerechnet das Spiel. Unioner mit neuem Trainer, neuen Ideen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht gegen Bayern. Ich glaube das nicht. Ich mache hier mal ein 3:1, ein bisschen höher getippt. Auch wegen der Tordifferenz immer mal geguckt. Aber ich kann mir das auch bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich glaube, die Bayern, die ziehen jetzt noch bis zur Winterpause durch. Genauso wie Leverkusen. Und dann schauen wir mal, wer von den beiden zuerst nächstes Jahr einbrechen wird. Leipzig gegen Heidenheim sehe ich dann doch ein bisschen deutlicher. Ich würde da, auch wenn das wirklich sehr, sehr weit hergeholt ist, 4:1 oder 4:0. Weiß nicht, ich kann die Heidenheimer auch nicht einschätzen. Weißt du, in München gut mitgehalten, in Dortmund unentschieden gespielt. Vielleicht da sogar mal ein Überraschungssieg? Glaube ich nicht. Ich kann mir das wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich kann die Leipziger zwar auf den Tod nicht aus. Ich wünsche denen sportlich wirklich den Gang in die Bedeutungslosigkeit, wie glaube ich 99% der Fußballfans in Deutschland. Und von daher, ja, 3:0. Ich weiß nicht, so chancenlos ist Heidenheim vielleicht gar nicht in dem Spiel, man weiß nicht. Da muss ganz viel zusammenkommen, dass die in Leipzig was holen. Von daher tippe ich mal ein klares 3:0 für Leipzig. Gladbach gegen Hoffenheim ist dagegen wieder ein bisschen interessanter. Hoffenheim auch zu Hause nur unentschieden gegen Mainz, habe ich glaube ich auch anders getippt. Da hatte ich eigentlich auch das Gefühl, dass Hoffenheim ein bisschen stärker ist. Aber Mainz auch mit neuem Trainer, Interimstrainer zurzeit. Ihr wisst, neuer Trainer, neue Ideen und so weiter. Und Gladbach, die könnten vielleicht nochmal zum Ende der Hinrunde ein bisschen sich in so einen kleinen Flow reinspielen, eventuell. In Dortmund halt auch 4:2 unglücklich verloren, zwischenzeitlich geführt 2:0. Ich mache da mal einen Heimsieg. Ich mache hier mal ein knappes 1:0. Ja, ich werde jetzt immer weniger mit den Toren, muss aber auf die Differenz so ein bisschen gucken und mal gucken, ob es die Gladbacher schaffen. Dann das Duell der beiden VfL-Teams, Bochum zu Hause gegen Wolfsburg. Da tippe ich Wolfsburg mal auf ein 2:0. So vom Kader her, von den Spielern her, ist Wolfsburg den Bochumern überlegen, aber Bochum spielt zu Hause mit den Zuschauern, da ist immer unangenehm zu spielen in Bochum. Wir haben da auch nur unentschieden gespielt. Dortmund hat sich da auch nicht gerade mit rumbekleckert am Anfang der Saison, also von daher ist da auch immer die Gefahr zu patzen, vielleicht ja auch für die Wolfsburger. Ich tippe sie mal auf ein 2:0. Könnte man aber auch durchaus vorstellen, dass eventuell da ein Remis bei rumkommt. Am Abend dann Stuttgart gegen Bremen, auch ein sehr, sehr interessantes Duell. Da gab es auch schon Saisons, da wurde die Meisterschaft entschieden unter anderem oder da hat man sich um die Champions-League-Plätze gerangelt. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Ich würde hier trotzdem Stuttgart auf Sieg tippen, weil ich einfach glaube, die haben den stabileren Kader, den konstantesten Kader von den beiden Mannschaften. Bremen kann ich immer noch nicht so richtig einschätzen und Stuttgart soll wohl mit Undaf und mit Guirassy spielen, ja. Also wenn die beiden schon zusammen auf dem Platz stehen, vielleicht behindern sie sich auch, das wird jetzt ganz interessant zu sehen sein, wenn die zusammen mal auf dem Platz stehen von Anfang an. Vielleicht ist das ja die Geburt, wie damals bei Bremen Klose und Klasnic, der K&K-Sturm, die haben ja auch gebombt, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 und so in dem Zeitraum, das war ja auch richtig, richtig klasse. Naja, gucken wir mal, mein Gefühl sagt, dass Stuttgart gewinnt. Vielleicht kriege ich auch dadurch ein paar Punkte. Am Sonntag haben wir dann 3 Partien. Es geht los um 15:30 Uhr mit Mainz gegen Freiburg. Da mache ich mal ein Unentschieden. Ja, alleine aus dem Grund, weil ich noch kein Unentschieden habe. Und zweitens, weil ich glaube, dass Mainz in der jetzigen Verfassung eigentlich auch gegen Freiburg ganz gut mithalten kann. Die haben ja jetzt noch in der Europa League gespielt, spielen jetzt gerade noch. Stand 20:08 Uhr gegen Olympiakos Piräus. Die Eintracht spielt dann noch in der Stunde gegen PAOK. Also auch wieder eine griechische Mannschaft. Mal gucken. Da geht es auch um den Gruppensieg. Ja, und deswegen vermute ich mal und habe das so im Gefühl und ich tippe mal Mainz gegen Freiburg 1:1. Um 17:30 Uhr gibt es dann einen richtigen Leckerbissen mit Leverkusen gegen Dortmund. Da würde ich mal ein knappes 3:2 für Leverkusen tippen, weil ich glaube einfach, dass Leverkusen nach wie vor die konstantere Mannschaft ist von beiden. Junge Spieler nach wie vor, die als Mannschaft super harmonieren, die super funktionieren. Dazu mit Xabi Alonso, einen richtig guten Trainer. Dortmund hat halt Edin Terzic, der schon als Fan früher als auf der Südtribüne gestanden hat und jedes BVB-Lied mitsingen kann. Augenzwinkern, ne, an die Leute von
Twitter. Und deswegen tippe ich einfach mal ein 3:2, weil Leverkusen muss, denke ich, dann auch gewinnen, wenn Bayern am Vortag gewinnt. Und damit es möglichst lange oben spannend bleibt, 3:2 für Leverkusen. Das Beste kommt wie immer zum Schluss. Um 19:30 Uhr gibt es dann noch in der Eiskammer von Augsburg wahrscheinlich das Spiel gegen die Eintracht. Das tippe ich natürlich auch wieder für die Eintracht, wie immer. Ich habe mittlerweile gelernt, jedes Spiel für seine Mannschaft zu tippen, auch wenn das nicht immer aufgeht. Siehe letzten Spieltag. Und Augsburg ist für uns auch immer ein sehr, sehr schwieriges Pflaster. Die haben jetzt auch einen neuen Trainer, die haben teilweise richtig gute Auftritte gezeigt. Hoffenheim zu Hause, in Heidenheim auch im ersten Spiel des neuen Trainers dann gewonnen. Und wir sind jetzt so langsam auf dem Vormarsch. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht schon bald den ersten Stürmer präsentieren können. Wir wollen ja 2 Stürmer holen im Winter, im besten Fall. Dann noch für die Innenverteidigung nachlegen und fürs Mittelfeld, weil dann viele beim Afrika Cup sind im Januar. Tja, aber jetzt muss erst noch mal die Bundesliga herhalten und ich hoffe auf einen knappen Sieg. Ich hoffe zumindest auf einen Unentschieden. Sieg wäre natürlich geil, aber ich habe natürlich auch so ein blödes Gefühl, dass Augsburg uns da so ein bisschen wieder in die Suppe spuckt. Dann schauen wir kurz auf die Tippübersicht. Auch hier ist nach wie vor der Paul auf der 1, der Ex-Dex, zweiter Rafa auf der 3, der Bobso und der Hegebusch. Alles Altbekannte. Die streiten sich also um die Herbstmeisterschaft, wie man möchte, Wintermeister. Ich bin auf der 10, ich bin auch wieder richtig gut rangekommen. Ich habe die letzten Spieltage ein bisschen besser getippt. Bin natürlich noch mit euch, mit vielen anderen ganz, ganz eng beieinander. Sucht euch einfach mal selber. Vergesst nicht zu tippen. Und dann wünsche ich euch wie immer viel Glück. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Am Sonntag kommt mein allererstes Gewinnspielvideo. Seid da also gespannt. Ich werde auch dieses Jahr wieder Adventsgewinnspiele machen. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, dass da das ein oder andere schöne Gewinnspiel für euch mit dabei ist. Also macht's gut, euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Frieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.